Wienerisch mit AG und heute wird wieder abangelt. Ich zeige euch die schönsten Friedhöfe Wiens und es gibt ein Ehrengräber-Update. Wienerisch mit AG. Wirklich? Servus, ich war's eh. Man stirbt nur einmal. Und das ist schon unsere zweite Folge zum Thema Sterben. Aber erstens haben seit der Folge leider wieder ein paar sehr Prominente die Botschen gestreckt. Und zweitens gibt's in Wien, abseits vom Zentral, noch viele andere sehenswerte Friedhöfe. Beginnen möchte ich meine Tour am Grinzinger Friedhof. Der liegt im Nobelbezirk Döbling mit idyllischem Blick auf die Weinberge. Viele Promis finden sich hier. Die Schriftsteller Thomas Bernhard und Heimito von Doderer, Entertainer Peter Alexander, geborener Neumeier, die Komponisten Gustav Mahler und Alma Mahler-Werfel und Baumeister Richard Lugner. Das gibt in meiner persönlichen Friedhofswertung 8 von 10 Grabsteine. Weiter geht's am Friedhof Gersthof, dem kleinsten auf meiner Liste. Der ist sehr gepflegt und gemütlich, aber jetzt kulturell und historisch vielleicht nicht ganz so aufregend. Wer hierher kommt, findet immerhin Austropop-Urgestein Ludwig Hirsch. Macht 6 von 10 Grabsteine. Nur einen Steinwurf davon entfernt ist der Friedhof Hernals. Der beeindruckt mit seiner neugotischen Friedhofskapelle und seiner Größe. Apropos Größe, einer der größten heimischen Kicker und Trainer liegt auch hier. Ernst Happel. 7 von 10. Wir kommen nach Otterkring, der größte Friedhof auf meiner Tour. Am Fuße des Galizinbergs gelegen, stellenweise tolle Sicht über Wien. Und hier ist unter anderem die letzte Ruhestätte von Wiener Liedkomponist Karl Hodener. Und Wiener Liedsänger und Original Gangster Kurt Gierke. Meine Wertung 8 von 10. Ganz weit draußen im Westen Wiens liegt der Friedhof Obersankt Veit. Wer den Weg in diese Abgeschiedenheit findet, wird belohnt mit dem Ehrengrab von Egon Schiele und einem traumhaften Blick über Wien Süd. 7 von 10. Nächster Höhepunkt auf meiner Tour, Friedhof Hitzing. Bekannt für seine prächtigen Gräber und Mausoleen. Auch die Promi-Dichte ist sakrisch. Die Komponisten Alban Berg und Gottfried von Einem, Entertainer Heinz Konrads, Schriftsteller Franz Grillparzer, Kicker und Architekt Gerhard Hanabi, Wiens Kultarchitekt Otto Wagner und man höre und staune Maler Gustav Klimt. Das bringt die Top-Wertung mit 9 von 10 Grabsteinen. Kommen wir zum krönenden Abschluss, meinem Hausfriedhof in Favoriten. Friedhof Oberla. Ein kleiner, gepflegter Friedhof in einer Gegend, die noch Dorfcharakter hat, umgeben von Heurigen. Hier findet man unter anderem Wunderteam-Kicker Karl Zischek und DJ und Musikproduzent Peter Rauhofer. Und meine Großeltern Ling Artwurt. Das gibt meine persönliche VIP-Wertung mit 8 von 10 Grabsteinen. Und jetzt noch schnell das Ehrengräber-Update vom Zentralfriedhof. Hier ruhen jetzt auch Willi Resetaritz alias Osman-Kurti, Volksschauspielerin Christiane Hörbiger und Österreichs erste Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. Und noch mehr Ehrengräber vom Zentral gibt's wie gesagt im Teil 1, Link ist in der Videobeschreibung. Und außer Konkurrenz war ich noch am Friedhof St. Marx. Der ist nicht mehr aktiv und eine Mischung aus Freilichtmuseum und Erholungsgebiet. Wobei, der Erholungswert direkt neben der Südosttangente ist eher wach. Außer man ist schon tot. Hier befindet sich auch das Mozart-Grab. Aber das ist nur für die Touristen. Der Mozart wurde zwar auf dem Areal beerdigt, aber in einem unmarkierten Schachtgrab. Und wo das jetzt genau war, weiß natürlich kein Mensch mehr. Die Rose schreibt, lieber Aki wirklich, wo liegt eigentlich der Karl Merkatz alias Mundl Sackbauer? Rosi, jetzt musst stark sein. Nicht in Wien. Beim Gegensatz zur Fernsehserie war er kein echter Wiener. Er war ein gebürtiger Niederösterreicher und Wahlsalzburger. Er liegt am Friedhof Irsdorf bei Straßwalchen in Salzburg. Klar. Servus Otto, du lebst da auch noch? Na klar, ich war gerade auf 9 Leichen gestanden für die Folgen. Es war leibend wieder mal ein paar Lebende zum Treffen erst. Ja, in einer Stunde. Okay, passt. Servus. Es sieht, ich hab schon wieder einen Termin. Wir sehen uns das nächste Mal. Abonniert meinen Kanal. Bis bald. Euch Aki wirklich. Viert euch. Wienerisch mit AG. Wirklich? Das bringt die Top-Wertung von 9 mit 10 Grabsteinen. Von 9 mit 10, Alter. Es war leibend wieder mal ein paar Lebende zum Treffen. Ein paar leibende Lebende. Ja. Ein paar leibende Lebende zum